Das ist das maximal technisch Mögliche auf 3,5 Tonnen. Ja, eine Wohnraumkabine hinten drauf. Ein, ich sag mal, Offroad-taugliches Fahrzeug, zumindest mal für schlechte Wege auf jeden Fall. Auf Mercedes-Benz-Basis, vielleicht nicht für die Wüste, das werden wir gleich mal erfahren. Ja, vielleicht mal so, aber unter 3,5 Tonnen. Ja, ein 4x4 Reisemobil unter 3,5 Tonnen auf Mercedes-Benz Sprinter-Basis, der Casablanca L. Und ja, wir sind tatsächlich bei HRZ auf dem Swiss Caravan Salon. Er findet statt und ja, das Ganze sogar mit Luftansaug, Schnorchel mit dabei. Die Watttiefe ist ja schon hoch bei dem Fahrzeug. 60, 65 Zentimeter. Genau, du darfst die Maske ausziehen, denn wir haben die Genehmigung ohne Maske zu drehen. Wenn wir mal kurz machen, wenn du dich mal kurz vorstellst, bitte. Elia Akavi von HRZ Reisemobile. HRZ, klein, aber fein. Ihr seid ein Nischenanbieter. Ihr habt euch spezialisiert auf Mercedes-Benz. Ja, wir sind eine Manufaktur aus Bretzfeld in der Nähe von Heilbronn und sind auf der Mercedes Sprinter spezialisiert. Ja, hier vorne fangen wir vielleicht mal vorne an. Was ist das für ein Fahrzeug unten drunter? Der Casablanca L ist ein Kabinen-Reisemobil, ein Offroad-taugliches Reisemobil, ein Weltenbummler-Fahrzeug und das maximal Mögliche, was unter 3,5 Tonnen geht. Da fangen wir direkt mal an mit der Nutzlast. Das heißt also 3,5 Tonnen ist das Maximum. Was wiegt der leer? Das Fahrzeug wiegt leer 2,95 Tonnen. Das heißt, man hat über 600 Kilo, die einem noch zur Verfügung stehen. So, aber die 2,95 Tonnen, da ist der Fahrer noch nicht mit drin? Nein, das ist ohne Fahrer mit 120 Liter Wassertank. Das kann auch noch leichter gemacht werden durch weniger Wasser oder Lithiumbatterien. Vorne sieht man den Schnorchel, der dran ist. Ist der nötig? Der Schnorchel ist aus zwei Gründen interessant. Erstens, wenn man durch Afrika zum Beispiel fährt, durch Sandstürme, der saugt oben Sand auf, da kommt kein Sand in den Luftfilter rein und verstopft nicht. Ein Staubsauger? So eine Art Staubsauger. Oben kann man sehen, das ist ein Zyklonenfilter. Wie der Sand sich auffüllt, das kann man dann entleeren und wieder draufstecken. Zweitens, wenn man durch ein Flussbett fährt und es sammelt sich hier eine Welle vorne auf, normalerweise zieht der Sprinter hier seine Luft an und wenn das Wasser hochschwappt, ist es auch nicht so gut. Deswegen durch Flussfahrten oder auch Sand ist der Schnorchel interessant. Und es sieht cool aus. Das ist noch ein schöner Nebeneffekt. Es ist ein Metallschnorchel, das heißt, er sieht gut aus, er ist sehr robust. Genau, wenn du noch mal kurz dagegen schlägst mit dem Finger. Also es ist Metall, kein Kunststoff. Cool. Es ist ein Zyklonenfilter, der ist sehr robust, der soll auch lange halten, sage ich jetzt mal. Und mit der Farbe sieht er auch noch schön aus. So, wenn du mal kurz mal mit mir zusammen einen Schritt zurückgehst, dann können wir es mal komplett zeigen. Das ist so die Front, die man dann sieht von vorne. Ihr liebt Mercedes-Benz. Der neue Sprinter ist schön. Der neue Sprinter ist eigentlich ein optimales Reisemobil, lässt sich fahren wie ein SUV und das Optimalste, was es eigentlich auf Kastenwagen geht. Hier vorne habt ihr nichts gespart. Ja, ich habe hier richtig schönes Licht mit drin, das macht richtig hell. Das ist ein LED-Strahler, die sind dezent, fallen nicht so großartig auf, sind auch geschützt. Und wenn man sie braucht in der Wüste oder wo auch immer, kann man die zusätzlich einschalten, dann hat man ordentlich Licht. Ja, hier vorne, ihr habt die Stahlfelgen von Mercedes-Benz drauf, die Original? Ja, die Original 16 Zoll Felgen, das sind Stahlfelgen mit einer höheren Traglast, damit man auch weltweit, wenn irgendwas ist, vom Mercedes-Benz Ersatz bekommt. Okay, das heißt, ich habe keine Spezialfelge, sondern die kriege ich überall weltweit? Bei jeder Mercedes-Benz Garage. So, ihr habt da oben drauf einen Aufbau gemacht, der ist auch gelasert oder wie habt ihr das gemacht? Das ist in der Tat gelasert, damit es leicht ist, so wie der Unterfahrschutz, der drunter ist. Das hat hier Platz entweder für Stauraum oder eben für 2 Reservereifen. So, der Unterfahrschutz, wir gucken mal gerade runter, der ist hier. Ja, unterm Fahrzeug, für Flussdurchfahrten und Ähnliches. Falls ein Stein im Weg ist, was auch immer, schützt er hier den Unterbau vom Vorderfahrzeug. Stahl? Stahl extra für uns bestellt, da es dann nicht zu schwer ist, aber trotzdem schützt alles. So, ihr habt dort eine Fahrerhauskabine mit dabei. Das bedeutet ganz konkret, das heißt, ihr könnt das Ganze hier machen, ihr könnt das Ganze sehen. Die Bern Expo ist mit drin. Und die Fahrerhauskabine, ich nehme an, die ist auch extrem leicht, oder? Das ist eine Leichtbauweise, das ist Gewebe-GFK-Struktur, 4 cm dick, also optimal für Isolation, aber auch super leicht. Okay, das heißt, kalt und Wärme spielt keine Rolle? Spielt keine Rolle, das ist eine Kabine, die ist 4 cm dick, sage ich jetzt mal. Man hat hier auch eine 6 kW Heizung drin.
Also Temperaturen sind hier kein Thema. Eine Dieselheizung? Eine Dieselheizung, 6 kW stark. Auch bei minus 20 Grad, nach 20, 25 Minuten kann man duschen gehen. Hier ist der Anschluss an die Kabine. Das habt ihr wie gelöst? Die Kabine ist auf dem Fahrgestell aufgesetzt, hat 1 cm Spiel, die hat 6 Punkte, die auch leicht gefedert sind, dass sie minimal arbeiten kann. So ein schönes Detail, ihr habt vieles gelöst mit Magneten. Das ist ganz unkompliziert und funktioniert hervorragend. Ja, das hält ewig und wenn man es wieder braucht, ist es stabil und sehr praktisch. So, klack, geht zu. Das ist eine richtige Tür, die hat ein ganz normales Schloss. Und hier Hier ist der Stauraum, der Stauraum. auch mit Magneten. Hält und stört nicht. Ja, schön ist die Gewebestruktur, die ich jetzt hier sehe. Das hat so eine leichte Riffelung mit drin. Das ist GFK-Gewebestruktur, die ist sehr, sehr stabil, aber auch super leicht. Und hier sieht man auch die Wanddicke. Das sind 4 cm. Wie gesagt, hier hinten ist alles mit Riffelblech, dass man auch Werkzeug und irgendwas reinschmeißen kann. Hier ist der Zugang zum Innenraum. Also ob jetzt 2, 3 Fahrräder oder was auch immer man hat, einen ordentlichen Stauraum. Ja, interessant ist, wenn das Fahrzeug leicht ist. Wenn ich eins gelernt habe, Vierradfahrzeuge kommen gut durch, wenn sie leichter sind. Ja, das heißt, je leichter das Fahrzeug, desto eher kommt man durch und die Gefahr, dass man einsinkt, ist geringer. Ich zeige mal gerade, bevor wir nach hinten gehen, so ein kleines Detail. Ihr habt nicht nur ein Scharnier dran gemacht oder 2 oder 3. Ihr habt Sind mehrere, soll ja auch stabil sein. Hier die Türen sind oben aus Sicherheitsgründen. Die verriegeln oben und unten. Das heißt, die Tür, die geht so schnell nicht auf. Es soll ja auch, man fährt ja nicht nur zum Bodensee mit so einem Fahrzeug, man fährt um die Welt und es soll ja auch sicher sein. So, da vorne ist ein ganz normales Schloss drin. Das heißt, ich brauche nicht einen Aufbauhersteller bemühen, sondern Der Kunde kriegt ein Schloss, wie er will. Man hat nachher ein Schließsystem und wir haben 2 Türen, so kommt er nicht mehr rein. sehr schön. Ja, hinten, das ist eine Stahlfeder hinten. Das sind 2 Blattfedern aus Stahl. Original Mercedes-Benz, der hat die verstärkte Hinterachse serienmäßig, damit er auch ein bisschen Reserven hat. Außendusche mit drin, sehe ich gerade. Das ist natürlich ein Muss. 50% der Camper haben Hunde und auch wenn man keinen Hund hat, ist es schönes Wetter, kann man sich schön draußen abduschen. Da vorne ist eine ganz kleine Klappe. Was kann die? Das ist hier zum Ablass vom Wasser, das heißt, wenn man das Fahrzeug im Winter stilllegt, das sind die Leitungen für Kalt- und Warmwasser, da kann man hier die Ventile öffnen. Ich zeige es mal gerade, da oben ist das Lattenrost vom Bett. Und ich habe ganz viele schöne Lösungen, Detaillösungen. Hier habe ich natürlich einen Rampenwinkel. Hier darf ich fahren, nur die Anhängerkupplung ist ein bisschen im Weg. Aber ich nehme an, auch die kann man abnehmen. Die kann man abnehmen, aber auch man kann das Teil nach vorne ziehen, wenn man es ziehen will. Wie also denn? auf der Wie? Straße. Das hier kann man losschrauben und nach hinten ziehen. Das geht. Das geht, ja, ja. Das heißt, der Mercedes hat einen Längsrahmen. Wenn man die Schrauben aufmacht, kann man es nach hinten ziehen, wenn man etwas Schweres ziehen möchte. Okay, ich verstehe. So, und hier sind die Sandbleche schon mit draufgeschraubt. Das ist natürlich auch schön optisch, aber die sind ganz wichtig. Wenn man in der Wüste ist und man steckt irgendwo fest oder im Schlammloch, da kann man die benutzen, um wieder rauszukommen. Das sieht doch toll aus. 4x4 steht hinten drauf. Der Allrad, ihr seid doch zufrieden mit dem Allrad von Mercedes ab Werk? Also, wenn man ehrlich ist, das ist der meistverkaufte Allrad weltweit. Ist auch das einzig Mögliche in der Gewichtsklasse. 3,5 Tonnen, das ist eine Herausforderung. Das heißt, ich habe euch der gestellt. Alles ist Leichtbau in dem Fahrzeug. Alles Leichtbauweise. Das heißt, wir haben hier serienmäßig Dieselheizung, serienmäßig Lithiumbatterie, damit wir Gewicht sparen können. Das können wir uns gleich mal angucken. Da vorne ist meine Drehtasche und ja, das ist die Seitenansicht hier mit drauf, wie ihr euer typisches Design habt ihr appliziert. Ich zeige es mal gerade von der Seite, das soll die Geschwindigkeit ein bisschen auch im Stand symbolisieren. Das soll dem Fahrzeug eine gewisse Dynamik geben Mal gerade und auf. auch die Höhe wegnehmen. Genau, das Fahrzeug ist wie hoch? Es ist 3,10 Meter hoch. 3,10 Meter. So, das Fahrzeug hat auch Solar auf dem Dach, wie ich sehe. Das hat 4 Solarpanels jetzt hier auf dem Dach. Man kann theoretisch auch das Dach vollknallen mit Solaranlage, wenn man es haben möchte. Okay, also wie man will. Es wiegt natürlich ein bisschen, hier ist die Einstiegsstufe. Das sind wie viele Stufen hat man noch? Man hat, das ist jetzt hier für die Messe, das mache ich mal weg kurz. So steigt man ein. 2 Stufen und schon ist man oben. So, ihr habt den Wohnraum, ich zeige es mal gerade. Auch hier kann ich wählen, das habe ich schon gelernt bei euch, Linoleum.
Ein Linoleumboden ist bei uns serienmäßig dabei. Der ist so robust und hält sehr lange. So, wenn ich reinkomme, das heißt, man kann bei euch auch die Lederfarben wählen mit allem drum und dran. Die Soundisolierung, ist die auch gut? Ja, das heißt, das ist GFK Sandwich und von daher optimiert. So, die Treppe mal kurz rangebaut für den Messebetrieb. Hier unten ist die Durchreiche, die wir schon gesehen haben. Das heißt, ich komme ganz problemlos nach hinten durch. Ich mache mal auf. Hier ist der Zugang zum Stauraum. Das heißt, man muss nicht aussteigen, wenn man irgendwelche Sachen hat, Lebensmittel, kommt man auch sehr gut von innen dran. So, und hier oben habe ich ein großes Bett. Das bleibt auch so. Das heißt, hier kann ich dann verweilen, hier kann ich auch lesen, kann mich hinten anlehnen. Wir haben Leselampen mit USB-Anschluss oben im Kopfbereich. Oben Ablagefläche für Handys, Buch, Brillen, was auch immer. Und hier werden die Füße reingesteckt auf der linken Seite und da haben wir drüber Schränke. So, ein ganz großes Heki, das man auch schnell öffnen kann. So, da muss nichts rumgekurbelt werden, sondern das wird einfach nur hochgestellt. Einfach hoch, dass man hier auch auf die Sterne schauen soll. So, so sieht das Dach auch aus, dass man mal kurz mal drauf gucken kann. Und natürlich habt ihr Stauschränke überall, wo es technisch möglich ist. Das ist der große Stauraum hinten, den mache ich mal zu. Ja, hier kann man sich dann Für bedienen. Kleidung zum Legen haben wir hier jede Menge Dachschränke. Auf der Seite auch komplett. Ist gedacht für Kleidung zum Legen. Für Kleidung zum Hängen haben wir hier unten einen Kleiderschrank. Da kann man hier ein paar Sachen aufhängen. Genau, ich filme mal kurz rein. Hier habe ich eine Stange. Ja, man sollte sowieso zum Campen nicht zu viel mitnehmen. Das heißt, also ich bin ja großer Fan von Sachen, die man gut und leicht verstauen kann, zusammen machen kann. Und ich habe ganz wenig immer nur dabei. Das heißt, also viele Leute, die nehmen am Anfang viel zu viel mit. Ja, man lernt, wenn man ein paar Mal campen war, dass eigentlich 30% vom Kleiderschrank zu viel ist. Man muss halt das lernen. Aber hier fährt man auch eine längere Zeit mit dem Fahrzeug. Deswegen haben wir so viele Dachschränke für Kleidung zum Legen und hier für Kleidung zum Hängen. Hier haben wir Stauraum für den Küchenbereich. Das heißt, hier ist Platz für Küchenmaterial, sage ich jetzt mal. Da sind jetzt meine Arbeitshosen drin von der Messe. Hier haben wir mehrere Schubladen, wo man was reinlegen kann. Alle Schubladen haben Strahlauszüge, 15 mm dick und Selbstentzug. 2 Flammenkocher, Edelstahlspüle versenkt und so hat man hier einen ordentlichen Küchenarbeitsplatz. Bauzeit von so einem Fahrzeug? Wie lange seid ihr dran? Mit Sicherheit 5-6 Wochen. Am Stück. Am Stück. Am Stück. Das heißt, ihr macht das Fahrzeug für Fahrzeug oder wie läuft das? Also habt ihr mehrere Straßen nebeneinander? Also wir haben keine Fließbandfertigung, wir haben 9 Arbeitsplätze. Ja. Wir produzieren immer parallel 9 Arbeitsplätze und die Mitarbeiter rotieren an den Fahrzeugen. Okay, das heißt, jedes Gewerk ist praktisch einmal dran. Und ihr habt einen Takt auch oder wie ist das bei euch? Also wir haben nicht klassisch, wir sind kein Serienhersteller, also kein Fließband, wo das Auto sich bewegt, sondern es kommen als erste Mitarbeiter, die die Fenster reinmachen, dann kommen die Mitarbeiter, die den Boden verlegen, dann wird die Elektrik verlegt. Das heißt, die Mitarbeiter kommen immer in einer gewissen Folge nacheinander hier rein. Insgesamt steht so ein Fahrzeug ca. 4 bis 5 Wochen in der Produktion. Ja, ein elektrisches Fenster. Hier habe ich einen Ventilator drin. Das ist hier ein Funktionsfenster, hat 2 Gründe. Erstens, wenn man kocht, ist das ein Dunstabzug. Schaltet man auf Out, dann zieht man das ab. Zweitens, wenn man in schwülere Gegenden fährt, wo es sehr schwül ist, wo man nachts schwitzt, kann man die Dachluke auf Stufe 1 kippen und die Dachluke und diese Fenster nach innen stellen. Jetzt geht eine Luft und dann zirkuliert die Luft. Okay, verstanden. Das wäre natürlich so, wenn ich jetzt nochmal zusätzlich natürlich eine Klimaanlage drauf mache. Das kostet Batterie, das kostet Gewicht. Die Klimaanlage wird eigentlich nur benutzt, wenn man auf Campingplätzen steht und Strom hat. Ja. Viele unserer Kunden sind aber Weltenbummler und möchten halt autark verreisen. Die brauchen das nicht zwingend. Es ist halt so, dieser Ventilator kann 1 Jahr laufen mit der Solaranlage, der braucht da ganz minimal Strom. Eine Klimaanlage ist eigentlich ein Energiefresser. Ja, eine Stunde wäre die Batterie leer. Ja, vielleicht nicht eine ganze Stunde, aber nach ein paar Stunden sind die Batterien leer, sage ich jetzt mal. Ja, es gibt hier noch ein Fach. Hier haben wir mal versucht, jeden Zentimeter zu nutzen, Ablagefläche, was halt reingeht. Hier drunter haben wir die Truma Kombi Dieselheizung. Ab hier ist der Wassertank drin. Das sind hier 2 Stufen, um komfortabel ins Bett rauf und runter zu kommen. Zeig mal bitte, wie das geht.
Einfach 2 Stufen. Genau, wenn du es mal kurz mal vormachst, wie das geht. Genau. Du bist nämlich groß und schon. Einfach so ins Bett. Super. Das war kein Problem. Du wiegst einiges? Ich wiege 115 Kilo, bitte nicht weiter erzählen. Ist so, gar kein Problem. Das Bett ist 2 Meter lang, ist also kein Problem, auch für Größere hier zu schlafen. Du bist fast 2 Meter. Ich bin 1,93 Meter. 1,93 Meter, zeig's mal gerade. Wenn du dich mal hinlegst gerade, gar kein Problem. Auch 2 Leute nebeneinander ist kein Problem. Wenn man sich mag, ist optimal. Das Bett ist 2 Meter lang und 1,50 Meter breit. Und das hier könnte auch ein Notbett werden? Ich frage mal gerade. Wenn es einer wünscht, das ist hier 1,90 Meter mal 70. Das heißt, man könnte es auch zum Notbett umbauen. Okay, verstanden. So, das Schöne ist, das sieht man ja bei allen Weltreisemobilen, da ist eine Tür drin nach vorne, die ist abgeschlossen, man kann nicht reingucken. Also wir haben 2 Türen, das ist eine Sichttür, die hintere ist sogar abschließbar, damit, wenn man das Fahrzeug verschifft, auch die Tür abschließen kann. Ja, das kann da Das reinkommen. runter vom Bett ist so, dass man vorwärts runtersteigt. Warte mal kurz. Mal hier auf nochmal für dich. Das heißt, man steigt komfortabel vorwärts runter, man muss sich nicht drehen. Okay, gut, das sind ja auch Weltreisende, das heißt, für die ist ein bisschen steigen. Komfort ist wichtig, sage ich jetzt mal. Hier haben wir die Sitzgruppe, wie gesagt, 1,90 Meter mal 70. Wenn man es dann braucht, kann man hier noch ein Notbett machen. So, das kann ich alles wählen, das Polsterfarbe, Holz. Farbe wie im Katalog, das heißt, wir haben 200 Möbeldekore, 50 Polsterdekore, Böden und so weiter. Das kann man zusammenstellen, wie man es möchte. Sehr schön, Der ja. Kühlschrank ist hier oben. Ja, Augenblick. Entschuldigung. Ein Kompressor. Ein Kompressorkühlschrank, in griffbereit, ohne sich bücken zu müssen, mit Tiefkühlfach. Sparsam. Sehr sparsam, mit Kältespeicher. Hier noch eine Besteckschublade, eine sehr große, wo man halt auch was reinmachen kann. So, hier oben ist die Truma Dieselheizung. Die Panels von der Heizung und von Votronic sind hier oben drin. Das heißt, alles an einem Platz, dass man gut rankommt. Ihr habt ganz wenig verbaut, nur das Notwendigste an Technik. Vieles ist einfach. Das heißt, das Notwendige ist drin. Eine 6 kW Dieselheizung, das ist das Optimale für einen Weltenbummler. Und die Votronic Elektronik. Was Besseres gibt es nicht in der Gewichtsklasse, sage ich jetzt mal. Und wir haben bewusst das so gestaltet, dass man hier, vielleicht kann man das sehen, ordentlich Platz hat. Wie gesagt, ich bin 1,93 Meter groß, wiege zwischen 110 und 115 Kilo. Ich kann mich bewegen. Man kann also wirklich so als größerer Mensch sich gut bewegen. Man kann gut sitzen. Man hat Raum, sich zu bewegen, weil es bringt nichts, wenn man nachher sagt, ja, ich fahre irgendwo rum, ich bin immer eingesperrt. Hier kann man auch mal sitzen, wenn es mal 3-4 Tage regnet, kann man sich im Fahrzeug gut aufhalten. sehr schön. Und die Durchgangstür. Hier haben wir Ach, hier ist die Nasszelle. vorne, das ist die Nasszelle. Wir haben die Airheat Toilette serienmäßig drin, eine Kompost-Trend-Toilette mit Entlüftung drin. Das ist der Toilettenbereich. Okay, das geht wahrscheinlich mit so entsprechenden Flocken. Oder wie funktioniert das? Da Kokosflocken? machen wir Kokosflocken rein oder Humus. Und links ist die Entlüftung. Und somit hat man quasi 3 Wochen bis 4 Wochen Zeit, um die Toilette zu entleeren. Man ist autarker. Das So, ist immer hier der Punkt. Man muss nicht so oft die Kassette entleeren. So, und die Dusche ist hier, wo ich stehe? Da, wo du stehst, ist die Dusche. Du stehst auf dem Rost, damit man nicht ausrutscht. Okay. Warte mal kurz, ich komme mal gerade raus, dann kannst du mir das zeigen. Also hier ist der Rost. Die Dusche mit dem Ablauf ist hier. Hier kann man schön den modernen Ablauf sehen. Ja. Das ist die Duschwanne mit dem Ablauf. Achso, so flach. Genau. Und damit man halt nicht ausrutscht, ist der Rost drin. Und das ist der Duschraum. Auch für jemand, der größer ist, kann man sich wunderbar bewegen. Hier für die Morgentoilette haben wir hier das Waschbecken zum Zähneputzen, zum Rasieren, dass man sich auch nach vorne beugen kann. Spiegel, man hat direkte und indirekte Beleuchtung, wie man es braucht. Das ist die Stange, die man rausnehmen kann, wenn man duscht, für nasse Kleidung zum Abtropfen. Und somit hat man eigentlich eine ordentliche Nasszelle. Ich zeig's gerade nochmal. Also hier vorne, das kann ich rausziehen, kannst oben einhängen, wenn du das mal kurz machst. Genau, wenn man duschen will, das ist die Dusche. Tankvolumen? 120 Liter Frischwasser, 80 Liter Abwasser. Okay, man muss halt ein klein wenig haushalten dann. Nur ja, unter 3,5 Tonnen ist es halt okay. Wenn man das Fahrzeug als 4,1 Tonner bestellt, kann man auch 200-300 geht. Liter haben. Kein Thema. Okay, hier vorne hat man ein richtiges Schloss da auch drin. Und hier Ja. wird es nachher verschlossen und das ist der Durchgang zum Fahrerhaus. Okay, das heißt, ich habe zweimal ein richtiges Schloss mit drin. Wenn das Fahrzeug verschifft wird, kann man die Tür abschließen, so kommt keiner nach hinten. Okay, das heißt, die Leute, die das... ich verstehe.
Die fahren das rein, das Fahrzeug dann? Das heißt, man fährt sie nicht selber rein, man gibt das Fahrzeug am Freihafen ab, da kommt ein Hafenmitarbeiter und fährt das Fahrzeug auf das Schiff. Ja. Und damit die nicht nach hinten steigen, schließt man diese Tür ab, da kommt keiner nach hinten rein. So, da ist der Mercedes-Benz. Das ist das Serienfahrzeug, im Prinzip Fahrzeug vorne, da habt ihr nichts geändert. Also was hier optional bestellt worden ist, ist das 10,25 Zoll Monitorsystem, das M-Bux. Das hat das ganze Navigationssystem für ganz Europa und ansonsten das Beste, was gerade auf dem Markt ist. Der ist schon weg, der hier? Der wurde verkauft hier, der ist weg. Auf der Messe? Auf der Messe. Na, herzlichen Glückwunsch. Du hast es ja verdient. Ja, ist das schön hier auf der Messe? Also wir sind sehr zufrieden. Die Schweiz ist für uns ein wichtiger Markt. Wir sind spezialisiert auf 3,5 Tonnen Fahrzeuge. Und viele Schweizer Kunden haben halt nicht den größeren Führerschein. Ach so, das gibt es ja gar nicht drüber. Ja. Gibt es schon, man muss ihn extra machen. Okay. Also in Deutschland ist es so, jeder, der ein bisschen graue Haare hat, hat automatisch 7,5 Tonnen Führerschein. In der Schweiz, in Österreich war das nie der Fall. Deswegen sind wir in der Schweiz eigentlich recht gut aufgestellt. Wir haben auch hier eine Station, eine Servicestation zwischen Solothurn und Bern. Und, ich habe gehört, wenn man in Afrika ist, ist das mit dem Gewicht auch gar nicht so wild. Das hat nichts mit Afrika. Sobald man Europa verlässt, interessiert sich kein Mensch mehr dafür. Das heißt, die 3,5 Tonnen Klasse ist in Europa ganz wichtig, aber außerhalb Europa interessiert es kein Mensch. Okay. Ob man da jetzt ein klein wenig mehr geladen hat? Das interessiert niemand. Alle unsere Allradfahrzeuge haben aus diesem Grund, es gibt 2, 3 Gründe. Ein Grund ist, dass man mehr Reserve hat, haben die verstärkte Hinterachse und das verstärkte Fahrwerk. Okay. Das heißt, eigentlich ist das hier vom Können her ein 4-Tonner, ist aber als 3,5 Tonner zugelassen, damit man Reserven hat, wenn man mal irgendwie jetzt Europa verlässt und hat 100 Kilo zu viel, damit das Fahrzeug mehr Reserven hat. Hinten dran ist jetzt eine Kupplung. Was kann der ziehen? Unter 3,5 Tonnen können wir bis 2,8 ziehen. Wenn das Fahrzeug ein 4,1 Tonnen wird, geht sogar 3,5. Okay, verstehe. Das ist, glaube ich, in Verbindung mit der Zuglassung. Sehr schön. Wenn du mir noch kurz hier das zeigst, hier das Kochfeld noch einmal. Gerne. Hier haben wir 2 Flammenkocher. Hier ist die Spüle. Schön auf Arbeitshöhe, ohne sich bücken zu müssen. Das ist das Beheizen vom Abwassertank. Wenn man im Winterurlaub macht, kann man den Abwassertank beheizen. Steckdosen, Stecker, wie man es haben möchte. Alles, was man braucht, ist eigentlich hier dabei. Okay. Wenn die Tür zu ist, kann man die Arbeitsfläche verlängern. So hat man ein bisschen mehr Ablagefläche. Ja, klein, aber fein. So, wir gehen noch mal kurz raus und sagst mir noch mal ein bisschen was über die Länge des Fahrzeuges. Länge, Höhe, Breite und so weiter. Das interessiert die Leute. Das Bett hast du ja schon erwähnt. Das Fahrzeug ist 2 Meter lang, 1,50 Meter breit. Nochmal, wie lang ist das Fahrzeug? Das Fahrzeug ist 6,50 Meter lang, 2,8 Meter breit. Den Casablanca bieten wir in 2 Versionen an. Eine Version, die 5,99 Meter ist und eine Version mit 6,50 Meter. So, 6,50 Meter und 5,99 Meter. Ich glaube, das hat ein bisschen was zu tun. Wenn man auf die Fähre fährt, wird das nach Zentimetern, oder? Das heißt, der Kunde kann zum Beispiel sagen, ich möchte unter 6 Meter bleiben, damit ich auf der Fähre nicht mehr bezahlen muss oder auch in der Stadt die Chance habe, auch mal zu parken. Dann nehmen die Kunden die Version mit 5,99 Meter. Im vorderen Bereich ist das Fahrzeug gleich. Das Bett ist nachher nur zum Ausziehen. Ja, 3,5 Tonnen, ein Weltenbummler-Fahrzeug von HRZ. Hier vorne steht es. Die Farbe ist natürlich perfekt gewählt. Das heißt, damit fällt man so gut wie wenig auf. Das ist eine Sonderfarbe, nennt sich Steingrau. Ist nicht so hell, nicht so dunkel und passt sehr gut zum Allradfahrzeug. HRZ, ihr habt auch eine entsprechende Webseite? www.hrz-reisemobile.de. Ja, Dankeschön. Tschüss. Sehr gerne. Tschüss.